Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Heute wollte ich euch mal mitnehmen auf meine Ponyrunde. Ich fahre ja immer, eigentlich mindestens zweimal am Tag, morgens und abends, die Wiesen ab und gucke nach allen Ponys. Die laufen jetzt fast alle mittlerweile schon mit dem Hengst in der Herde. Und ich muss die halt so ein bisschen außer Hör- und außer Sichtweite halten, also die Hengste mit ihren Stuten. Deswegen stehen die halt ein bisschen verteilt. Hier bin ich jetzt in der ersten Wiese angekommen. Hier ist schon die Emmy vor mir. Da ist die Euranka, ihre Mutter. Und ganz hinten sieht man schon Estelle mit ihrem Hengstfohlen hinten dran, der kleine Rappe, der jetzt übrigens vermutlich Gimli heißen wird. Das war ganz oft vorgeschlagen, auch von euch. Ich glaube, es ist irgendwie ein Zwerg bei Herr der Ringe. Ich habe die Filme nicht geguckt, muss ich zugeben, aber so haben es viele geschrieben. So wird er wahrscheinlich heißen. Hier vor mir ist die Bailey, die frisst. Und wie gesagt, hier ist die Emmy, Mama Euranka. Dahinter die Estelle mit ihrem Fohlen. Da vorne ist noch die Wieke. Und irgendwo da hinten, ach ganz da hinten, da steht Köhn beim Wasserwagen. Ja, die stehen jetzt seit 2 Tagen, glaube ich, auf dieser Wiese hier. Vorher haben sie aber anders gestanden. Wir wechseln halt natürlich immer, also die Herden haben immer jeweils Wiesen zum Wechseln, wenn eine abgefressen ist, dass wir die mulchen können und dass die nachwachsen kann. Genau, und das ist die erste Herde. Die ist voraussichtlich auch so jetzt komplett. Also diese 4 Stuten wird Köhn decken dieses Jahr. Die 4 Mädels. Unsere Mushroom Gang, sage ich immer. Die beiden, also sowohl Estelle wie auch Euranka, tragen halt auch beide das Mushroom Gen. Wieke da hinten auch. Bailey nicht. Und ja, Köhn natürlich auch. Da hinten läuft er. Den kann ich euch gleich noch mal ein bisschen näher zeigen. Aber erstmal muss Emmy noch mal ins Bild gucken, Hallo sagen. So, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich an der nächsten Wiese wieder. So, ich bin jetzt in der zweiten Wiese angekommen. Und zwar ist es die Wiese von unserem Pachthengst, dem Gigolo, den man hier im Bild sieht. Und seinen Stuten, die zeige ich euch jetzt gerade. Der hat 4 Stuten. Das ist einmal da die Pinkie Pie. Die ist jetzt 3, selbst gezogen. Und ihre Mutter steht da oben rechts, die Schimmelstute. Das ist Pippilotta, das ist ihre Mutter. Und da oben läuft noch Wendy mit Purzel und Decora mit Piccolino. Da können wir jetzt gerade noch mal hingehen. Da kommt Pippilotta. Die kann ich euch gerade auch noch mal näher zeigen. Die ist halt schon richtig weiß. Komplett ausgeschimmelt. Da ist sie und hat halt mega viel Mähne. Zeig mal deine Mähne, Pippilotta. Das ist Pippilotta. Der Schopf geht hier auch bis über die Nüstern unten. Und da ist die Mähne. Und sie ist halt wirklich schneeweiß mittlerweile. Ja, ich denke mal, so weiß wird Pinkie Pie da unten auch mal. Aber es dauert halt noch ein paar Jahre, bis sie dann auch ganz weiß geworden ist. So, da oben ist Wendy. Und da Decora mit Piccolino. Der ist halt auch schon echt groß geworden, aber immer noch super schick. Da Purzel ist schon auf Angriff. Kommt schon her, da ist Wendy. Ja. Purzel muss direkt mal wieder überall reinbeißen, wie immer. Freut sich immer sehr, wenn endlich jemand in die Wiese kommt und ihn krault. Da ist Wendy. Wendy hat sich schöne Knoten in die Mähne gemacht. Die muss ich gleich mal raus entwirren. Da sind Pippilotta und Pinkie Pie nochmal. Und hier Decora und Piccolino. Die haben halt hier diese Wiese. Danach, wenn die hier abgefressen haben, gehen die da hinten auf das nächste Stück. Und die Wiese geht da links runter. Auch nochmal ganz weit. Die bleiben also den ganzen Sommer hier bis Oktober. Ungefähr, bis das Wetter schlechter wird und sie dann nachts in den Stall gehen. Da zeige ich es euch nochmal. Decora, Pippilotta, Pinkie Pie, da unten Gigolo und hier Purzel, der natürlich wieder die ganze Zeit hier die Hauptaufmerksamkeit haben möchte. Logisch. Und so langsam sein Fohlenfell verliert. Da unten an den Beinen sieht man es schon ganz gut, dass die Beine dunkel werden. Die werden halt so wie bei seiner Mutter, die hat ja auch dunkle Beine.
Hier überall verliert er schon sein Fohlenfell. Und um die Augen rum hat das auch schon verloren. Der Kopf wird halt auch ein bisschen dunkler. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der dritten Wiese wieder. Da ist nochmal Piccolino. Ach, jetzt kommt er auch mal. Dann warten wir doch mal lebend. Na, Piccolino. Muss ich auch mal aus der Nähe zeigen. Verliert um die Schnauze rum auch schon ein bisschen sein Fohlenfell. Ganz interessiert. Ja, ich werde die beiden jetzt noch kurz kraulen. Hier nochmal einmal nach dem Zaun gucken. Die Kameras checken. Und dann geht es weiter zur nächsten Wiese. Jo, angekommen an Wiese Nummer 3. Und zwar ist das unsere Jungstutenwiese. Jetzt mal gerade hier reingehen. Die kommen schon immer alle, wenn sie mein Auto sehen, stehen die schon immer alle direkt hier am Tor aufgereiht. Ups, mal drehen. Am Tor aufgereiht und warten. Die kann ich euch einmal zeigen. Die sind halt alle noch super plüschig. Hier haben wir sie schon mal geputzt. Man sieht es. Liegt ein bisschen Fell rum. Das ist die Ariel, die wird jetzt 3 dieses Jahr. Das ist die Püppi. Püppi ist die Vollschwester zu Pünktchen. Die ist 2. Dann das hier ist Glücksstern. Glücksstern ist 1 Jahr. Die Mutter ist die Ginny, die jetzt als letztes bei uns auch wieder gefohlt hat. Glücksstern kennen vielleicht einige noch vom Foto Girls Day letztes Jahr, da mit der Alexandra Ewang bei uns war, falls Sie da welche gesehen haben. Die war da unser Hauptfotomodel. Dann dahinter kommt Tussi. Tussi ist auch 1 Jahr. Das ist Haribo. Die ist jetzt 2. Da ist die Hadassah, die Mutter. Da vorne läuft Calimera. Die ist auch 1 Jahr. Das ist Milou. Milou ist ja eins von den beiden Ponys, die wir da aus schlechter Haltung freigekauft haben. Die hat auch schon ihr neues Zuhause gefunden. Die hat sich super erholt, wie man sieht. Also auch fellmäßig. Hat auch ein bisschen schon zugenommen. Die war ja extrem dünn, abgemagert. Die zieht im Juli nach Österreich. Die Milou. Da sieht man sie nochmal im Ganzen. Die ist halt auch, wie gesagt, hat sich richtig gut erholt. Also steht jetzt hier mit unseren Jungstuten. Das gefällt ihr, glaube ich, ganz gut. Da kommt nochmal Glücksstern. Und da vorne kommt Vicky. Vicky ist kein selbstgezogenes Pony. Vicky haben wir zugekauft. Jetzt 2-jährig. Die war relativ ein bisschen scheu noch, als sie kam. Das hat sich aber schon ganz gut gelegt, wie man hier sieht. Deswegen hat sie noch einen Halfter im Moment drauf. Damit wir nicht immer den Stress haben, wenn wir sie irgendwie umweiden oder so, dass wir sie auch noch aufhalftern müssen. Aber ich denke, noch ein paar Tage, dann können wir das auch ablassen. Wie gesagt, sie kommt jetzt schon immer ganz gerne, lässt sich streicheln. Jetzt jagen die anderen sie mal weg. Ich werde hier ein bisschen belagert. Das ist ein bisschen schwierig zu filmen. Ich zeige das immer gerade. Ich werde hier von mehreren Seiten einfach belagert. Also wie gesagt, die Jungstuten sehen halt vom Fell her immer noch relativ schlimm aus, so im Mai. Das dauert immer, bis die ihr Fell verlieren, vor allem bei den Jährlingen, weil die halt auf dieses Fohlenfell drauf dann das Winterfell schieben und bis das mal runter geht, das dauert. Sollte es jetzt richtig heiß werden und richtig warm werden, auch nachts, dann scheren wir die irgendwann. Also das kommt so ab und zu mal vor, nicht jedes Jahr, aber ist durchaus schon passiert, dass wir sie dann im Mai mal geschoren haben. Im Moment geht es hier auch bei Ariel, die haben halt hier relativ viel loses Fell, aber das meiste hängt halt noch fest. Da ist nochmal Glücksstern. Aber am besten ist eigentlich, wenn man sie einmal von alleine durchhaaren lässt, dann klappt es im 2. Jahr halt schon viel besser. Wenn man halt so viel nachhilft, also mit Scheren oder so, dann habe ich immer das Gefühl, klappt es dann darauf schlechter. Hier ist nochmal Calimera. Also es sind jetzt wie gesagt 3 Einjährige, Tussi, Calimera und Glücksstern. Dann 3 Zweijährige. Da hinten Vicky und da unten Püppi und Haribo. Wie gesagt, Milou ist ja verkauft, da vorne. Und Ariel ist schon 2 oder 3 wird sie jetzt. Ariel ist aber spät im Jahr geboren, deswegen stellen wir die jetzt dieses Jahr noch nicht zum Hengst. Die kriegt einfach noch ein Jahr Zeit und geht dann nächstes Jahr, wenn sie sich gut entwickelt hat, zum Hengst. Da hinten wird nochmal Fellpflege gemacht. Ja, hier sind die Mädels. Die haben halt hier ihre Wiese im Moment. Da sind sie noch ein paar Tage jetzt drauf. Dann werden die auch auf das nächste Stück gehen. Und da unten sind noch die 2 Mädels. Ja, da sieht man halt auch, dass die vom Fell her dann schon ganz normal wie die Großen aussehen. Wie gesagt, die sind jetzt 2 geworden im April. Da sieht das schon ganz anders aus. Da oben sind die 2 nochmal.
Und die anderen Mädels. Die kleinen Plüschmonster. Kalimera muss man ein bisschen rumstenkern. Das ist Haribo. Ja, das sind die Jungstuten. Und dann geht es jetzt weiter zur nächsten. So, ich bin mittlerweile auf der nächsten Wiese angekommen. Jetzt seht ihr auch mal diesen jungen Herrn hier. Ich glaube, den habe ich noch nie gezeigt. Das ist Pantau. Bisschen dreckig, aber glücklich auf der Wiese mit seinen Stuten. Pantau ist ein selbstgezogener Hengst. Der ist jetzt 8 Jahre alt. Ist halt 2,5-jährig gekürt worden. Seitdem deckt er bei uns super erfolgreich. Hat uns total viele schöne Fohlen gemacht bisher. Dieses Jahr erwarten wir auch noch Fohlen von ihm. Und diese Mädels hier wohnen gerade bei ihm. Das ist Inchima, da ist Glückspilz. Und da unten, die Stute gehört uns nicht, die gehört befreundeten Züchtern, das ist Hollywood. Hollywood hat auch einen Fohlen, diesen kleinen Hengster. Bendix heißt er. Die machen halt Urlaub hier bei Pantau. Hollywood wird wahrscheinlich bis nächstes Jahr bei uns bleiben. Kommt dann nächstes Jahr ihr Fohlen von Pantau. Da sind nochmal Inchima, wie man sieht, ist sie rossig. Glückspilz daneben und Pantau. Die wohnen hier oben. Und da ist nochmal der kleine Bendix, auch ein super süßes Fohlen, der übrigens, soweit ich das weiß, zu verkaufen ist. Also wenn jemand Interesse an einem kleinen Palomino-Hengst hat, gerne melden. Ansonsten würde er halt im Herbst mit zurück zu seinen Besitzern oder zu den Besitzern der Stute fahren. Kann ich euch auch nochmal von der anderen Seite zeigen. Da ist er nochmal mit seiner Mutter. Der ist halt richtig hübsch, finde ich. Die Mutter auch. Die hat ganz, ganz viel Bewegung. Ganz hübsches Pony. Der Kleine ist, ich glaube, von Mitte April. Ist also jetzt 5 oder 6 Wochen alt, denke ich. Könnte dann also auch so ab Oktober umziehen. Ja, die stehen halt hier auch mit 2 Fohlen. Also ich habe ja immer mindestens 2 Fohlen zusammen in einer Herde stehen über Sommer, dass die halt miteinander spielen können. Optimalerweise, so wie hier, sind es dann auch 2 Hengstfohlen. Glückspilz ist jetzt, also der steht seit gestern, steht Inchima mit Glückspilz hier. Jetzt ist er gerade erstmal ein bisschen zurückhaltend. Er ist ja eigentlich sehr frech, kommt ständig. Aber die neue Situation jetzt mit dem Hengst hier, neue Wiese, andere Stuten, anderen Fohlen sind weg. Oh, Inchima wälzt sich erstmal. Jetzt ist er erstmal gerade ein bisschen schüchtern. Ich meine, das gibt sich dann in 2, 3 Tagen wieder. Aber er bleibt jetzt dann doch mal lieber immer dicht bei Mama. Bis sich hier alles eingependelt hat. Ist halt alles neu. Muss er halt auch erst lernen. Da ist er nochmal. Und zack. Hinter den anderen Fohlen her. Da ist Inchima nochmal. Also er ist jetzt sehr, sehr Mama-anhänglich. Also die letzten Tage auf der anderen Wiese unten bei den ganzen anderen Ponys hat er sich überhaupt nicht mehr für Inchima eigentlich interessiert. Aber jetzt hier, seit der Hengst mit dabei ist er doch wieder was anhänglicher geworden. Wobei Pantau halt wirklich super brav ist. Also der ist auch überhaupt nicht böse mit den Stuten und geht auch weg, wenn die sich nicht decken lassen wollen. Also der ist da gar nicht. Ganz, ganz brav. Da ist er. Nicht so ganz in Top-Figur. Könnte ein bisschen schlanker sein, aber das kommt jetzt automatisch, wenn er deckt. Der hat halt auch bis vor ein paar Tagen noch mit G-Special mit unserem anderen Hengst zusammen auf der Wiese gestanden und die haben eigentlich nur gestanden und gefressen. Jetzt hat er ja ein bisschen was zu tun. Dann klappt das auch mit der Figur wieder. Der Pantau. Pantau hat halt auch relativ viel Mähne. Behang. Guck mal hier. Da ist er. Pantau ist übrigens der Vollbruder zu Ginny, der Cremello-Stute, die zuletzt gefohlt hat. Ginny ist 1 Jahr jünger. Da ist er. Den Vater von den beiden hatten wir, ich glaube, wir haben 5 oder 6 Fohlenjahrgänge, 6 glaube ich sogar von ihm gehabt. Bevor wir ihn dann abgegeben haben, weil wir dann halt mit Pantau weitergemacht haben. Und Vater und Sohn in der Zucht wäre halt ziemlich ungünstig. Deswegen haben wir den Paradox, heißt der Vater, damals verkauft. Der deckt jetzt auf einem anderen Gestüt. Ganz erfolgreich. Ja, das. Also diese Herde hier. So, jetzt bin ich in der nächsten Wiese angekommen. Die Wiese kennen wahrscheinlich von euch die meisten. Hier sind die
die Fohlen eigentlich immer die ersten Tage nach der Geburt. Hier guckt schon jemand in die Kamera. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das Pony der eine oder andere von euch. Das ist Veni. Und das ist Vina, ihre Tochter. Die zwei freuen sich gerade, dass jemand vorbeikommt. Da vorne steht Hadassah. Links daneben steht Lucy, die ja auch noch ihr Fohlen bekommen möchte. Da kommt Jilke, die auch noch tragend ist. Und auch schon, das mache ich halt auch abends immer. Dann, ich gucke dann nochmal eben hier nach dem Euter, mal fühlen und pH-Wert messen. Das habe ich, wenn euch das interessiert, in einem anderen Video auch schon mal erklärt, was wir da alles machen. Also sie hat schon ein bisschen aufgeäutert, dann fühle ich immer hier, ob die Beckenbänder schon weich sind. Das ist bei ihr auch schon ein bisschen, also allzu lang wird es sicher nicht mehr dauern, bis es hier losgeht. Bei Lucy das gleiche, obwohl die sich gerade mal noch ganz entspannt mit Hadassah beknabbert. Ja, die stehen halt hier auf dieser Wiese und dann stehen hier auch noch 2 Stuten mit Fohlen. Aber wir sind gerade auf der anderen Seite vom Wasser. Kann ich euch mal eben hier so zeigen. Da hinten ist Ginny mit unserem jüngsten Fohlen, der jetzt am Wochenende geboren ist, und Pepper mit Pünktchen. Pünktchen hat so ein bisschen so eine kleine Erkältung im Moment, deswegen stehen die auch noch nicht auf einer von den Außenwiesen. Der bekommt einmal am Tag ein Antibiotikum und bekommt einen Schleimlöser. Das muss er jetzt gleich auch von mir noch haben. Das heißt, ich muss jetzt gleich mal irgendwie durch dieses Wasser. Ja, und Ginny ist ja auch noch das Fohlen recht jung, deswegen sind die auch noch hier. Man sieht ihn gerade gar nicht, der läuft hinter ihr. Ne, da hinten unterm Baum steht er. Unter dem Busch. Ja, das heißt, ich werde jetzt mal durch den Bach gehen. Ich habe natürlich keine Gummistiefel dabei. Ich werde, wie gestern auch schon, meine Schuhe ausziehen und barfuß da durchlaufen. So, ich bin auf der anderen Seite angekommen. Schuhe habe ich wieder an. Und jetzt gucke ich hier mal gerade, wo Pünktchen ist, und ich ihm seine Medikamente geben kann. Da ist noch mal Ginny mit dem Kleinen. Namen kann ich eigentlich schon verraten. Grisou, das ist ein Hengstfohlen, wie die meisten auch richtig getippt hatten nach meinem letzten Video. Und ich hatte mich ja auch leider ein paar Mal verraten. Das ist halt schwierig, wenn man selber weiß, was es für ein Geschlecht ist. Deswegen habe ich mich ein paar Mal verraten. Es ist das nächste Hengstfohlen. Leider immer noch keine Spielgefährtin für Emmy. Jetzt hat er gerade Durst. Der Kleine ist tatsächlich schon verkauft. Und zwar wird der mit dem Gino von Juna zusammen umziehen. Zu einer sehr netten Familie. Die haben jetzt ihn noch mit dazu gekauft. Da kommen Pepper und Pünktchen. So, Pünktchen. Jetzt muss Pünktchen einmal seine Medikamente bekommen. Das klappt eigentlich recht gut. Ich hoffe mal heute auch. Ich muss mal eben das hier in die andere Hand nehmen. Und zwar mit dieser Spritze hier. Wenn man da ein bisschen Geduld hat, kann man die, zack, hat er seine Portion schon gehabt. Jetzt muss er noch den Schleimlöser kriegen. Jetzt habe ich mir in Wasser aufgelöst. Dann machen wir das jetzt genauso. Zack, alles drin. Schmeckt nicht so ganz lecker, aber er ist tapfer. So machen wir das jeden Tag. Also genauso machen wir das übrigens auch beim Entwurmen. Schon von klein auf mit den Fohlen. Wir werden einfach so frei, ohne Festhalten entwurmt. Wenn man ein bisschen Geduld hat, einfach die Spritze hinhält, mal vor die Nase hält. Manchmal beißen sie dann rein und man kann schnell abdrücken. Oder wir gewöhnen sie halt so wie bei ihm jetzt dran. Er ist auch gar nicht sauer, dass ich das gemacht habe. Hier diese Riesenspritze. Er kennt das jetzt schon, dass ich die seitlich in sein Mäulchen reinspritze. Und macht das ganz artig und frisst das. Ja, sonst geht es ihm mittlerweile auch schon viel besser. Ist jetzt der 3. Tag, wo er das Antibiotikum bekommt. Er hatte war so ein bisschen verschleimt, hat so ein bisschen schlecht geatmet. Und dann war der Tierarzt da und dann haben wir jetzt vorsichtshalber mal das Antibiotikum gegeben. Also junge Fohlen ja doch immer recht anfällig sind. Jetzt muss er noch mal dabei gucken. Da hinten dieses Gewirr kommt übrigens von G-Special. Den zeige ich euch gleich noch. Der steht da hinten auf der Wiese mit seinen Stuten und möchte eigentlich gerne auch hier bei diesen Stuten mal gucken. Deswegen biert er da gerne mal rum. Und da ist Pünktchen.
Holt sich noch seine Streicheleinheiten nach der Medizin ab. Nee, schmeckt nicht so ganz lecker, aber er schluckt es tapfer runter. Und da vorne ist noch Ginny mit Grisou, unserem Hengstfohlen Nummer 8. Wir könnten die Fußballmannschaft noch voll bekommen. Wenn jetzt weiter Hengste kommen, die nächsten 3, dann machen wir eine Fußballmannschaft auf. Und die arme Emmy ist alleine als Mädchen, aber ja, mal gucken, was wir da machen. Also ich ziehe halt immer 2 Stutfohlen, wenn dann zusammen auf, weil es dann einfach schöner ist, wenn die so zu zweit sind und nicht alleine aufwachsen müssen. Und dann müssten wir im Zweifelsfall eins zukaufen. Und weiter geht die Runde mit diesem frechen kleinen Hengstchen hier. Das ist Gin Tonic. Der ist auch, also der hat Purzel mittlerweile, glaube ich, überholt. Mit seiner Aufdringlichkeit und seiner, so frech wie er ist. Der kommt halt auch mal sofort. Der liebt das, wenn er im Mittelpunkt steht. Findet er total super. Da ist seine Mutter Peach. Die steht da in der Wiese und frisst. Und da ist Juna mit Gino. Der ist auch echt gewachsen und schon richtig proper geworden. Hat jetzt erstmal Durst. Interessiert sich gerade nicht für uns. Juna auch nicht. Geht einfach mal weg. Gino läuft mit. Der ist halt auch richtig proper schon geworden. Da ist Peach. Hi Peach. Ja, hier steht auch ein Hengst mit in der Herde. Bei den beiden Damen. Allerdings da oben. Den zeige ich euch gleich mal noch genauer. Das ist der G-Special, den wir auch schon einige Jahre bei uns in der Zucht haben. Jetzt muss er mal rumbocken. Der Gino, da kommt er. Der ist jetzt auch mittlerweile neugieriger. Der war noch ein bisschen zurückhaltender. Aber das legt sich meistens dann nach ein paar Tagen. Der ist auch richtig hübsch. Ja, Juna, Peach, stell dich mal davor. Genau. Hier ist Gin Tonic wieder bei mir unterwegs. Und Gino wird verdeckt, er steht noch dahinter. Da kommt er wieder zum Vorschein. Hinter der Peach. Die beiden sind auch schon hier. Best Friends, die beiden Jungs. Da galoppiert er wieder los. Jetzt muss Gin Tonic auch mal mitrennen. Aber nein, ist jetzt doch spannender, dass ich hier bin. Spielen kann er ja den ganzen Tag, die ganze Nacht noch. Da ist es jetzt hier gerade interessanter. Da ist nochmal Gino, die anderen beiden. Hier kommt dann in nächster Zeit noch die Ginny dazu mit dem Grisou. Die haben dann hier eine Dreiergruppe, dann sind da 3 Hengste zusammen. Peach, Juna und Ginny sind auch verwandt. Ginny und Juna sind Halbschwestern, die haben den gleichen Vater. Und Peach ist quasi eine Nichte. Also die Juna und die Ginny sind ja Vollschwester bzw. Halbschwester von Pantau und Peach ist eine Pantau-Tochter. Also eigentlich alles eine große Familie. Und die 3 Jungs, die dann hier laufen, die 3 Hengste, sind ja alle von Greystone. Sind also sowieso alles Halbbrüder vom gleichen Hengst. Die Stuten laufen halt auch das ganze Jahr eigentlich zusammen. Also die waren letztes Jahr beim gleichen Hengst, sind ja dann im Winter sowieso zusammen. Dann sind die Hengste ja nicht mehr dabei von Oktober bis April. Und dann ab April sind sie dann zum Decken zusammen. Und da hinten zeige ich euch gleich mal noch den G-Special. Oder kommt er jetzt? Vielleicht kommt er jetzt auch mal. Nein, noch nicht. Dann gehen wir doch mal hin. Ohne Gin Tonic. Es sei denn, er verfolgt mich. Nein, er bleibt hier. Dann gehen wir mal da oben hin. Da ist er. G-Special ist ein Braunschecke. Den haben wir gekauft. Da war er, ich glaube, 2 oder 3 Tage alt. Ist dann nach dem Absetzen zu uns gekommen aus Holland. Weil ich halt unbedingt einen Hengst mit dieser Abstammung haben wollte. Und er hat halt auch eine super schöne Farbe und gefiel mir halt als Fohlen schon total gut. Ja, und dann haben wir ihn aufgezogen mit unseren anderen Hengsten zusammen. Und dann auch 2,5-jährig zur Körung vorgestellt. Der ist auch ganz lieb. Ist auch mit den Stuten total lieb. Und seitdem deckt er bei uns. Dieses Jahr haben wir ja nur einen Fohlen von ihm. Letztes Jahr war er auch verpachtet. Da hat er den Sommer über in Holland gedeckt. Und dieses Jahr deckt er wieder bei uns. Wir haben auch schon einige Töchter jetzt von ihm. Also die Pinkie Pie, die wir eben schon gesehen haben.
ist eine Tochter von ihm, die Tweety ist eine Tochter und in der Jungstutenherde die Glücksstern ist auch eine Tochter von ihm. So. Ja, wie gesagt, der ist auch, also unsere Hengste sind alle sehr umgänglich und sehr brav, muss ich sagen. Das ist uns auch immer extrem wichtig, dass die halt auch in der Wiese, da hinten flitzen jetzt beide klein gerade, dass die halt auch hier in der Wiese total brav sind und mit den Stuten lieb sind und dass man mit denen ganz normal umgehen kann. Ich kann da auch 3 Hengste gleichzeitig am Strick nehmen und von einer Wiese zur nächsten bringen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Wie gesagt, über Winter kennen die das, dass die zusammenlaufen. Also da stehen alle Deckhengste mit den Junghengsten, wenn welche da sind, zusammen in einer großen Laufbox bzw. auf der Wiese. Und das klappt ziemlich gut. Da sieht man ihn nochmal komplett. Er ist halt, hat halt seine Stuten immer im Blick, aber er ist halt auch nicht aufdringlich. Also er beißt nicht, er treibt nicht. Es gibt ja Hengste, die sind da so ein bisschen extremer, was das angeht. Aber da ist er halt super brav, zurückhaltend. Die beiden wollten jetzt allerdings auch gedeckt werden die letzten Tage. Und ja, ansonsten hält er sich so ein bisschen fern. Also, jetzt habt ihr einmal alle Ponys gesehen, beziehungsweise ich muss sagen, fast alle. Es werden sich bestimmt wieder einige wundern, dass sie zum Beispiel Herzblatt nicht gesehen haben. Aber die habe ich extra nicht gezeigt, weil viele halt wissen wollen, von welchem Hengst sie gedeckt wird. Und das möchte ich halt Anita überlassen, das zu sagen oder bekannt zu geben. Und deswegen sieht man Herzblatt und zum Beispiel auch Tweety, weil die beiden immer zusammen sind, jetzt nicht im Video, weil es kommen bestimmt wieder Fragen. Deswegen nehme ich es schon mal vorweg. Also ich hoffe, euch hat diese kleine Runde hier gefallen und bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaut bald wieder rein und sagt bis bald.